Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Wir sind hier im Spreewald unterwegs. Ein Zauberwald, durchzogen von kleinen Fließen. In diesem Zauberwald kann man mit Booten fahren. Und man kann sich von einem Fährmann in einem Kahn durch den Spreewald fahren lassen. Wir sind in diesem Video bei einer der Kahnfahrten dabei. 5 Stunden hat sie übrigens gedauert. Der Spreewald, der liegt südöstlich von Berlin in der Höhe von Cottbus nahe der deutsch-polnischen Grenze. Wir sind hier in Brandenburg. Da liegt die Stadt Lübbenau und das ist das Gebiet, in dem wir mit dem Kahn unterwegs sind. Starten tun wir im großen Kahnhafen von Lübbenau. Von dort geht es ins Dorf Lehde. Von dort geht es durch den Hochwald zum Gasthaus Wotschowska, das mitten im Spreewald auf einer Kaupe liegt. Und von dort durch 2 Schleusen wieder zurück. Wir starten im Kahnhafen von Lübbenau. Das liegt am südöstlichen Rand des Biosphärenreservates Spreewald. Die Stadt Lübbenau, die wird auch als Tor zum Spreewald bezeichnet. Das Ganze gehört hier zur Niederlausitz. Der Hafen, das ist ein ehemaliger Verladepunkt für Gemüse und Gurken. Heute starten hier die Kahnfahrten für Touristen. Die Kähne hier im Spreewald, die bestehen eigentlich traditionell aus Holz. Seit den 70er Jahren gibt es immer mehr Boote aus Aluminium. Sie werden durch Staken mit Holzstangen vorangetrieben. Und es gibt Tische und Bänke da drauf. Die Spree durchquert von Osten kommend zunächst den Ortsteil Leipe und danach die Stadt Lübbenau. Hier geht es durch den großen Spreewaldhafen. In Leipe und in Lehde, da zweigen kleine Kanäle von der Spree ab oder münden in diese. Und überall werden hier die Spreewaldgurken verkauft. Hier gibt es sogar eine extra Verkaufsstelle für die Kähne. Es gibt hier also die Spree und es gibt die Fließe. Im Bereich der Stadt Lübbenau bezeichnet man die Spree zur Unterscheidung als Hauptspree. Inzwischen sind wir losgefahren und jetzt geht es Richtung Lehde. Wenn ihr während des Videos eine andere Stimme hört als meine, das ist unser Fährmann. Während der ganzen Fahrt gab er immer wieder Informationen zur Fahrt und zu dem, was man da zu sehen bekommt. Damit er nicht austrocknen kann, wird er voll Wasser gemacht. So, jetzt gleich erreichen wir den Ort Lehde. Das ist ein Inseldorf, das besteht aus vielen Kaupen. Im Spreewald lebt also überwiegend Ältere, muss man sagen. Also junge Leute, ja, kennt man ja auch selber so aus ländlichen Gegenden. Viele Jahrhunderte lang war Lehde nur über den Wasserweg zu erreichen. Heute noch haben hier fast alle Grundstücke einen eigenen Zugang zu einem der Fließe. Die Fließe, die sind übrigens ungefähr 1 Meter tief. Die Fließe, die haben hier die Funktion von Straßen. Ja, hier kommt die Post auf dem Wasserweg und auch der Müll wird so abgeholt. Die rechte Seite ist das Museum vom Dorf. Also man hat im Dorf Lehde noch mal ein Museumsdorf. Nur im Kopf, das ist der fröhliche Hecht. Die Feuerwehr, die kommt hier natürlich auch mit dem Boot. Kahn ist auch so gekennzeichnet, dass man ihn auch als Feuerwehrkahn erkennt. Mit Blaulicht und der kommt auch mit Tatütata. Durch diese ungewöhnliche Lage von Lehde, hier mitten im Spreewald, eigentlich nur auf den Wasserweg zu erreichen, und die historischen Spreewaldhäuser, steht das ganze Dorf heute unter Denkmalschutz. Übrigens hier in der Gegend um Lübbenau und Lehde, da wird die Fernsehserie Spreewald-Krimi gedreht. Der Spreewald-Krimi, der macht sich die Sagenwelt hier im Spreewald zunutze und die ist auch wirklich fantastisch. Das sind alles wendisch-sorbische Sagen. Ja, da gibt es mehrere Sagen vom Schlangenkönig, es gibt die vom Hausdrachen Plon, es gibt die von der Mittagsfrau vom Wassermann und so weiter. Von der Mittagsfrau, da heißt es zum Beispiel, das ist eine Frau, die taucht auf mittags, während der Zeit, wenn man nicht arbeiten soll, geht zu den Leuten hin, die trotzdem arbeiten und nimmt sie mit. Zur Entstehung des Spreewaldes gibt es natürlich auch eine Sage. Der Teufel wollte hier mit seinen Höllenochsen, die er vor einen Pflug gespannt hatte, die Äcker pflügen. Aber es ging weder vor noch zurück, der Pflug steckte fest, da geriet der Teufel in Wut und trieb die Tiere kreuz und quer hier über die Felder. Nachdem er sie eingefangen hatte, stellte er fest, das Feld war zerstört, die Rinnen, die gingen hier kreuz und quer. Dann hat er die Rinnen mit Wasser gefüllt. Tja, und so entstand der Spreewald. Es gibt hier ziemlich viele Sagen, die beschäftigen sich mit Schlangen.
Früher nämlich, da gab es Unmengen von Schlangen hier im Spreewald, sodass die Leute das schon als Landplage sahen. Da kam ein geheimnisvoller Wanderer vorbei und bot sich an, die Schlangen zu vertreiben. Die Leute mussten eine riesige Grube ausgraben und ein Brett darüber legen. Dann stellte der Wanderer sich auf die Bretter drauf und begann mit seiner Flöte zu spielen. Dann verneigte er sich in alle Himmelsrichtungen und blies wieder auf der Flöte. Da kamen plötzlich aus allen Richtungen die Schlangen herbei, voran der Schlangenkönig mit der goldenen Krone. Die Schlangen schossen auf den Mann zu, verfehlten ihn und stürzten in die Grube. Einer allerdings, die kam ihm etwas näher, er verlor das Gleichgewicht und fiel ebenfalls in die Grube rein. Die Leute kamen mit ihren Schaufeln und Spaten und schütteten die Grube zu, mitsamt den Schlangen und dem Mann drin. Und die Sache mit den Schlangen war damit erledigt. Für seine Befreiungstat und ihm zu Ehren tragen die Häuser im Spreewald noch heute die gekreuzten Symbole der Schlangenkönige. So, wir nähern uns jetzt dem Gasthaus Wotschowska. Das ist eine Insel, eine Kaupe im Spreewald. Auf ihr befindet sich die gleichnamige Gaststätte. Das ist also ein sehr bekanntes Ausflugsziel hier. Wo wir dann die Stunde Aufenthalt machen.
Zuvor würde ich Sie bitten, bleiben Sie noch einen kleinen Moment im Kahn. Ich mache den Kahn erstmal fest und dann würde ich noch das Finanzielle vorher machen, damit Sie Ihr Budget noch kennen, damit Sie noch wissen, was Sie haben. Also der Fahrpreis wäre für den Erwachsenen 17 € und für das Kind bis 12 Jahre, also ab 3 bis 12 ist ein Kind, die Hälfte. Sollte es ein bisschen länger dauern, das ist auch kein Problem, ich bin ja hier, also Sie brauchen nicht denken, dass ich dann abhaue. Nein, mache ich nicht. Ja, dann ist nachher auch wieder hier. Ja, da diese Spreewaldregion hier sehr feucht und schlecht zugänglich ist, diente das früher hier, besonders in Kriegszeiten, als Zufluchtsort für die Bewohner des Spreewaldes. Hier stand früher ein Vorwerk. 1894 hat man dieses Gasthaus hier errichtet. Hier fanden übrigens auch mal Dreharbeiten zum Spreewald-Krimi statt. Das Geheimnis des Moors hieß diese Folge und in der Folge ist das Gasthaus abgebrannt. Wir hatten jetzt eine Stunde Aufenthalt hier und in der Zeit haben wir hier in der Gaststätte gegessen. Also etwa 60 Schleusen gibt es hier im Spreewald und wir fahren mit dem Kahn jetzt durch 2 dieser Schleusen durch. Wasserunterschied wird nicht allzu hoch sein. Gehen wir davon aus, vielleicht liegt man so beim halben Meter. Hier rechts sehen Sie 2013. An dieser Betonkante hat man da die Jahreszahl angebracht. Und auch so ein blaues Schild, wo oben steht, dass das über einen Kahn hin und her kommt, sind diese Haltegriffe auf der rechten Seite vorgesehen. Ja, und hier sind ein paar junge Leute, die das freiwillig machen, die natürlich auch die Hoffnung haben, dass der eine oder andere so einen Schleusengroschen in diese Behälter macht, die man extra so angebracht hat. Wollt ihr erst raus oder soll ich? So, nur loslassen, dann schiebe ich den Kahn erstmal raus. So, danke. Danke. Mit Hilfe der Schleusen überwindet man hier im Spreewald den Höhenunterschied von den Wasserstraßen, damit man hier besser mit dem Paddelboot oder dem Spreewaldkahn durchfahren kann. Man hat etwa 140 wasserwirtschaftliche Anlagen, das heißt 140 Wehranlagen mit Kahnschleusen oder ohne Kahnschleusen. Der Wasserstand hier unterhalb ist ein bisschen hoch. Wenn Schulferien sind, dann werden diese Schleusen meist von Kindern und Jugendlichen bedient. Die verdienen sich hier ihren sogenannten Schleusengroschen. Außerhalb der Ferienzeit, da müssen die Paddler die Schleuse selber bedienen. Die Schleusen, die haben allerdings auch noch einen anderen Zweck, nämlich das dient dazu, die Wasserstände hier zu beeinflussen. Das Hochwasser 2013, das war ein Beispiel dafür. Um die Wassermassen kontrolliert abfließen lassen zu können, wurden damals die meisten der Schleusen geöffnet. Umgekehrt kann man, wenn das Wasser mal knapp wird, die Schleusen schließen.
Also muss sowas immer gereinigt werden. Man macht so eine sogenannte Krautung Ende des Sommers. Naja, da kommen wir jetzt zur zweiten Schleuse, da geht's auch durch. Festhalten ganz kurz, dass wir nicht rübertreiben. Nur so locker, nicht so dolle. Geht das nach oben oder nach unten? Nach oben oder nach unten? Was war das? So, wir lassen wieder nur los. Die brauchen nicht abstoßen, nur loslassen. Und die Hände wieder am Kahn lassen. Unsere Fahrt geht weiter und gleich kommen wir wieder in das Dorf Lede, diesmal von der anderen Richtung. Wird nun nicht mehr so intensiv genutzt, wie man es früher gemacht hat, dass man seinen Hafer, den man angebaut hat, hier ausgedroschen hat. Das wird normal zum Dorffest gemacht. So, dann sind wir wieder am Dorf. Rechte Seite, dieser freie Platz, wird im Dorf als Verladeplatz bezeichnet. Also es ist so, dass man ja Grundstücke hat, wo man auch nur zu Fuß oder mit dem Kahn rankommt, wo man sich das nicht ans Grundstück liefern lassen kann. Und dann werden diese Verladeplätze genutzt, dass man bis hierher anliefern lässt und dann holt man es mit dem Kahn nochmal ab. Das Dorf Lede, das wurde im 14. Jahrhundert gegründet. Am Anfang haben hier ausschließlich Sorben gewohnt. Man hat hier dieses Dorf gegründet wegen des Fischfangs. Das sind sehr fischreiche Gewässer hier gewesen. Und noch heute hier haben hier die meisten Anwohner ein eingetragenes Fischereirecht. Allerdings wird der Fischfang heute nur noch nebenberuflich betrieben. Die meisten Leute kümmern sich hier um Tourismus. Und man hat sich hier hingewendet zum Gemüseanbau. Vor allem Gurken, aber auch Zwiebeln, Meerrettich, Kürbisse, Rüben und Kartoffeln. Die werden hier auf den erhöhten Horstäckern angebaut. Den ganzen Tourismus hier losgetreten, das hat Theodor Fontane. Der ist 1859 hier in Lede gewesen und hat den Ort und den Spreewald in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg erwähnt. Darin hat er Lede als Klein-Venedig bezeichnet. Man hat den Unterbalken, der auf die Feldsteine liegt, schon mal erneuert, auch neu fixiert alles. Das andere wäre im Originalzustand, außer wieder das Schilfdach. Also das andere Holz, was man nach oben hinweg hat, das sieht man auch an dieser Abhauung von der Axt. Dass das im Originalzustand ist, dass man das Holz auch gewässert hat, deswegen hat es so wenig Schädlingsbefall. Lede, das ist auch vor 100 Jahren mal ein Künstlerdorf gewesen. Hier gibt es den Gasthof zum fröhlichen Hecht. Das war der Treffpunkt der Künstler. Seit 1929, da gibt es übrigens diese Landverbindung nach Lübbenau. Bis dahin konnte man das Ganze hier nur per Kahn erreichen. 1957, da wurde hier das Freilandmuseum gegründet, das Spreewaldmuseum Lede. Lede, das ist wirklich so ein Touristentreffpunkt. Hier merkt man, dass die Fließe immer voller werden. Hier sind mehr Kähne unterwegs und mehr Paddelboote unterwegs. Und auch über die Brücken im Freilandmuseum, da laufen mehr Touristen rum. Die Gaststätten, die sind voll hier.
Ja, und inzwischen sind wir von Lehde aus wieder in Lübbenau angekommen. Hier geht es wieder rein in den großen Hafen. 5 Stunden hat diese ganze Kahnfahrt gedauert. Sehr schön, wir haben sehr viel zu sehen bekommen. Darum ist das Video auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es war trotzdem interessant anzuschauen. Das war's also dann von der Kahnfahrt im Spreewald. In diesem Sinn, tschüss.